Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Mecha-Maus und hier in meinem Kanal dreht sich alles ums Thema Nähen lernen. Hier in diesem Video zeige ich euch 4 Methoden, wie man eine Overlock-Naht verriegelt. Mecha-Maus Sewing. Nähen mit der Maus. Verriegeln mit der Nadel. Dafür müsst ihr die Fadenraupe etwas länger lassen, also nicht gleich abschneiden, sondern die Overlock noch etwas weiter nähen lassen ohne Stoff, bevor ihr sie abschneidet. Fädelt die überstehende Naht dann auf eine Sticknadel. Jetzt könnt ihr die Nadel zwischen die beiden Stofflagen unter die Schlingen entlang schieben oder bei einer Stofflage einfach zwischen die Schlingen schieben. Nach ein paar Zentimeter könnt ihr wieder herausgehen aus den Schlingen und den Rest abschneiden. Verriegeln durch Naht. Wenn das Nahtende mit einer anderen Naht übernäht wird, wird diese automatisch verriegelt. Das passiert zum Beispiel, wenn ein anderes Stoffstück angenäht wird. Dafür muss die Overlock-Kette wieder etwas überstehen. Anfang direkt an der Overlock verriegeln. Bei dieser Technik legen wir die Fäden in die Naht und nähen sie ein. Dafür muss die Overlock-Kette wieder etwas überstehen. Legt dann euren Stoff ein und näht erstmal nur einen Stich. Hebt dann den Nähfuß und zieht die Fadenkette nach vorne. Sie wird also um die Nadel gelegt. Jetzt näht ihr einfach weiter, so dass die Kette mittig eingefasst wird. Es ist wichtig, dass sie nicht gleich abgeschnitten wird. Näht sie ein Stück ein, bevor ihr sie mit dem Messer abschneidet. Ende direkt an der Overlock verriegeln. Bei dieser Technik näht ihr bis zum Ende der Naht. Der letzte Stich ist also genau hinter der Stoffkante. Hebt dann den Nähfuß und dreht den Stoff um, so dass ihr ihn wieder reinschieben könnt. Näht dann knapp neben dieser Naht und zwar so, dass ihr die erste Naht nicht aufschneidet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis in 2 Wochen.